Murdochs Musikminute. Wir schauen uns heute ein Album aus den späten 70er Jahren an, für das wir die Gitarren einfach mal im Schrank lassen und begeben uns dafür ins pittoreske Düsseldorf. Düsseldorf, Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Karnevalsstadt und längste Theke der Welt. Wahlweise Herkunftsort von Heino. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich, Oder den Toten Hosen. Allerdings auch Wiege und Wirkungszentrum der Band, die ich mir heute ansehen möchte, Kraftwerk. Kraftwerk. Noch deutscher kann ein Bandname, ausgenommen Rammstein, ja kaum klingen. Ursprünglich als Duo tätig, gegründet von Ralf Hütter und Florian Schneider, stammten Kraftwerk eigentlich eher aus der Avantgarde-Szene und war am Anfang für experimentelle Klangimprovisationen bekannt. Dann aber entwickelte sich die Gruppe zu einem wegweisenden Vertreter der elektronischen Musik und war auch maßgeblich am Urknall dieser Form beteiligt. Stichwort Autobahn 1973. Mit einer kalkulierten Kühle, dem Image deutscher Strenge und Effizienz, das aber immer mehr Platz für Popmelodien ließ, folgten die Alben Radioaktivität und Trans-Europa Express Mitte der 70er. Anhand dieser auch international kultisch verehrten Meilensteine sowie der immer akribisch durchgeplanten artifiziellen Erscheinungsweise der Gruppe wundert es wenig, dass Kraftwerk heute praktisch kanonisierte deutsche Musikgeschichte sind und sich im wahrsten Sinne des Wortes in ihren letzten aktiven Jahren um die Musealisierung ihres eigenen Werkes kümmerten. Immer wieder ging es bei ihnen dabei auch um die Entpersonalisierung, dem Mensch als Teil der Technik bzw. der Technik als dem übergeordneten Konzept der Kunst. Am wohl klarsten konzeptuell als auch musikalisch wird diese Formel auf dem Album Mensch-Maschine von 1978 auf den Punkt gebracht. Was es daher für mich zur Quintessenz unter den Kraftwerk-Alben macht. Wer bei elektronischer Musik gern an Weltall und Zukunft denkt, ist bei dieser Platte genau richtig. Geht es doch teilweise um Zukunftsthemen wie Labore im Weltall, Roboter und die moderne Großstadt. Als Inspirationsquelle für das Album diente wohl auch der deutsche Stummfilmklassiker Metropolis von Fritz Lang. Sieht man auch schon am streng minimalistischen Design des Covers, das Weimarer Republik mit Wirtschaftspropaganda des Kommunismus vereint. Immerhin, das Wort Roboter geht ja auch auf ein Theaterstück des tschechischen Autors Karel Čapek zurück und bezeichnete dort, genau, einen Maschinenmenschen. Die Platte beeindruckte insbesondere in Großbritannien. Es wurde auch eine englischsprachige Version des Albums produziert und Künstler wie David Bowie oder Gary Newman wurden ganz wuschig, nachdem sie diese Platte gehört hatten. Doch Stück für Stück. Wenn es den typischen Kraftwerk-Song und Sound gibt, dann ist es wohl das erste Stück auf diesem Album, die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Programmatisch, wie es der Titel verspricht, ist dies ein robotisches Stück elektronischer Musik mit durch einen Vocoder verzerrten Stimmen und repetitiven Lyrics. Wir sind die Roboter. Wer Kraftwerk damals im Fernsehen gesehen hat, beziehungsweise die Roboterpuppen, die Kraftwerk darstellten, wird tatsächlich geglaubt haben, dass es der Band nun endgültig gelungen war, sich selber in Maschinen zu verwandeln. Nicht umsonst ein kleiner Hit und wegweisend auch für Genres wie Techno und Breakdance.
Das Konzept der Wiederholung sowohl in den Melodien als auch in den äußerst knappen, manchmal nur aus einem Wort bestehenden Texten wird mit dem nächsten Stück Spacelab konsequent auf die Spitze getrieben. Eine wunderschöne, schwebende, retrofuturistische Synthesizer-Melodie führt durch diesen im wahrsten Sinne des Wortes spacigen Track, der sowohl eingängig als auch hypnotisch ist. Gleiches lässt sich auch für den etwas somnambuleren Track Metropolis, und hier ist wohl der Augenwink zum Stummfilmklassiker am deutlichsten, sagen. Hier lassen sich ganz klar die Einflüsse, die diese Musik später auf Genres wie Techno oder Trance haben sollte, heraushören. Kaum ist man am Ende dieses Stückes wieder auf der Erde gelandet, ist die erste Hälfte des Albums auch schon vorbei. Seite 2 des Albums beginnt dann mit dem Gassenhauer par excellence. Ist auch das kürzeste Stück auf der Platte und wurde mehrfach als Single ausgekoppelt. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Der Liebesbrief an ein unerreichbares Model ist heute genauso eingängig wie 1978 und kann wahrscheinlich als das erste Stück waschechter deutschsprachiger Elektropop bezeichnet werden. In Großbritannien von den New Romantics und den aufkommenden New Wavern verehrt und abgefeiert, kann man als deutschsprachiger Hörer das Stück auch wie einen Wegweiser in Richtung neue deutsche Welle hören. Dann folgt der Track Neonlicht, eine wunderschöne Nummer, die durch eine verträumte retrofuturistische Synthesizer-Melodie ausgezeichnet ist. Schlusspunkt bildet dann schließlich das 6. Stück und gleichzeitig auch der Titeltrack Die Mensch-Maschine. Ein kühles Stück Elektronik, das man ebenfalls nicht mehr so einfach aus dem Gehörgang bekommt. Mit seinem Rhythmustrack gemahnt dieses Stück schon fast ein wenig an die Frickelbeats, die Laptop-Musiker dann ab den 90er Jahren auf uns loslassen sollten. Kraftwerk, die Mensch-Maschine. In der Tat ein recht kurzes Album, das vor allem durch natürlich seinen ausgefeilten Sound und den damit einhergehenden Minimalismus lebt. Dennoch ist es gleichzeitig ein äußerst verspieltes Album mit geradezu naiven Melodien, die in all ihrer Synthesizer-Seligkeit auch etwas durchaus sehr Romantisches haben. Und auch wenn man beim ersten Hören meint, dass von der musikalischen Komplexität her sich nicht wahnsinnig viel tut auf dieser Platte, so handelt es sich hier doch um eine nicht nur ausgefeilte Produktion, sondern ein wirklich großes Stück Musik. In diesem Sinne, ihr solltet mal reinhören und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuhören, fürs Zuhören, fürs Zuhören, fürs Zuhören.